I heard it's a suicide. So that doesn't make me want to rush to go see it. Yeah. They'll figure that out. Kevin Costner hat für seinen Traumfilm alles riskiert. Er nahm eine Hypothek auf sein Strandgrundstück auf, um ihn zu finanzieren. Sein Buchhalter flehte ihn an, nicht 38 Millionen Dollar von seinem eigenen Geld auszugeben. Er hörte nicht zu. Der erste Film scheiterte und brachte weniger ein, als er investiert hatte. Jetzt kämpft er darum, die restlichen Teile fertigzustellen. Er verkauft Gegenstände und überweist Geld. In diesem Moment ist Kevin Costner in einem Albtraum gefangen. Tauchen wir gleich ein. Bevor wir fortfahren, sind Sie mit den Filmen von Kevin Costner aufgewachsen? Kommentieren Sie 1. Wenn Sie ein Fan sind, oder 0. Wenn Sie seine Arbeit nie wirklich verfolgt haben. Und so sieht es tatsächlich aus. Ein Albtraum. 2017 wollte Taylor Sheridan Costner für die Rolle des John Dutton gewinnen. Costner war unsicher. Er stimmte einer einzigen Staffel unter bestimmten Bedingungen zu. Doch als das Programm 2018 uraufgeführt wurde, entwickelte es sich allmählich zu einem großen Erfolg. Es war keine glanzvolle Aufführung. Es hat keine großen Preise gewonnen. Aber sie liebten es. In der ersten Staffel verdiente er $500.000 pro Folge. Das allein ist schon ein riesiges Gehalt. Sein Einkommen stieg jedoch mit der Popularität der Serie. In der 5. Staffel verdiente er bereits $1,3 Millionen pro Folge. 14 Episoden in diesem Tempo brachten ihm $18,2 Millionen in einer Staffel ein. Und das war nicht genug für ihn. Im Jahr 2023 forderte er angeblich $1,5 Millionen pro Folge. Gleichzeitig steckte er tief in seinem idealen Projekt Horizon, einem amerikanischen Märchen. Das kam bei den Produzenten der Sendung nicht gut an. Die Drehpläne gerieten in Konflikt. Aus den ursprünglich 8-wöchigen Dreharbeiten wurden 12-wöchige Verpflichtungen. Costner hatte Horizon für die freien Wochen des Yellowstone geplant. Aber diese freien Wochen änderten sich ständig. Anfang 2023 fiel alles auseinander, als die Produzenten ihm einen verkürzten Vertrag, Staffel 5a und 5b, statt kompletter Staffeln gaben. Costner lehnte ab. Er drehte sich zu Horizon um. Diese Entscheidung tötete John Dutton. Und das nicht auf eine würdige Art und Weise. Die Premiere zur Mitte der Staffel im November 2024 überraschte die Fans. Costner wusste erst am nächsten Tag, dass seine Abschiedsfolge ausgestrahlt worden war. Er bestätigte dies in einem Interview am nächsten Morgen. Er hat Dutton einmal 2 Endungen vorgeschlagen. Beides wurde nicht genutzt. Stattdessen traf die Sendung ihre eigene Entscheidung. Costner nahm es öffentlich mit einem Achselzucken hin. Doch während die anderen Mitglieder des Ensembles $200.000 pro Folge erhielten, verdiente Costner im Finale mehr als $24 Millionen. Auch ohne ihn waren die Einschaltquoten der Serie rekordverdächtig. Die Premiere von 5b wurde von 16,4 Millionen Zuschauern gesehen. Damit wurden die $15,9 Millionen übertroffen, die 2 Jahre zuvor die Premiere von 5a gesehen hatten. Und das alles begann mit nur $2,8 Millionen in der ersten Staffel. Costner hatte bereits weitergemacht. Horizon war nicht nur ein Film, es war seine Fixierung. Er begann 1988 mit dem Schreiben. Er konnte es nicht loslassen. Nach Open Range im Jahr 2003 versuchte er, den Film an Disney zu vermarkten. Er wurde jedoch wegen eines Problems mit dem Budget von $5 Millionen abgelehnt. Jahrzehntelang blieb sie unangetastet. Dan. Im Jahr 2022 konnte er endlich die Finanzierung sicherstellen. Doch das hat seinen Preis. Er verpfändete sein 10 Hektar großes Grundstück am Meer in Santa Barbara. Er bezeichnete diesen Wohnsitz als seinen letzten. Er teilte seinem Buchhalter mit, dass er $38 Millionen seines eigenen Geldes in Horizon investiere. Der Buchhalter geriet in Panik. Costner war das egal. Es ist mein Leben, erklärte er. Ich glaube daran. Das Budget für die ersten beiden Kapitel betrug über $100 Millionen. Mehr als ein Drittel davon hat er selbst finanziert. Horizon. Chapter 1, der am 19. Mai 2024 in Cannes uraufgeführt wurde, sollte seine große Rückkehr zum Filmemachen nach Dances with Wolves werden. Doch die Kritiker waren geteilter Meinung. Einige Leute haben ihn geliebt. Andere taten dies nicht. Die Einspielergebnisse waren nicht hilfreich. Der Film spielte weltweit nur $38,7 Millionen ein. Das war weniger, als Costner persönlich eingebracht hatte. Aber er machte weiter. Kapitel 2 wurde in Venedig uraufgeführt.
Die Dreharbeiten zum 3. Kapitel begannen im Mai 2024. Das 4. Kapitel ist bereits in Vorbereitung. Dies ist kein kleines Unterfangen. Es gibt rund 170 Sprechrollen, die sich auf 4 Filme verteilen. Allein im ersten Teil waren Stars wie Sienna Miller, Sam Worthington und Luke Wilson zu sehen. Costner war voll und ganz dabei. Er gab nicht auf, selbst als das Geld ausging. Ein Albtraum nach dem anderen. Während seine Filme kommerzielle Schwierigkeiten hatten, war sein Privatleben ebenso turbulent. Seine erste Ehe mit Cindy Silver ging 1994 in die Brüche. Bei der Scheidung verlor er 80 Millionen $. Sie haben 3 Kinder. Es gibt keinen Ehevertrag. Er bezeichnete dies später als einen der Tiefpunkte in seinem Leben. Im Jahr 2025 hatten die beiden jedoch offenbar ihre Freundschaft wieder aufgefrischt. Sie unterstützte ihn sogar bei seiner anschließenden Scheidung. Diese stammt von Christine Baumgartner. Sie waren 18 Jahre lang verheiratet. Sie meldete am 1. Mai 2023, sie erschien aus dem Nichts. Dieses Mal unterschrieb er einen Ehevertrag. Aber der Kampf war schrecklich. Sie musste sein Haus verlassen. Er zahlte $63.209 pro Monat an Unterhalt. Anfang 2025 verlobte sie sich mit einem alten Bekannten von ihm, Josh Connor. Es kursierten Gerüchte, dass Costner beabsichtigte, die Vereinbarung neu auszuhandeln, sobald sie geheiratet hatte. Dann gab es Gerüchte über Yellowstone. Sobald die Scheidung bekannt wurde, kamen wilde Gerüchte in Umlauf. Einem Bericht zufolge schwängerte er eine Mitarbeiterin während der Dreharbeiten. Ein anderer behauptete, er würde die Dreharbeiten schwänzen. Seine Crew bezeichnete das alles als Blödsinn. Dennoch hielten sich die Gerüchte hartnäckig. Das Timing schien ihm schaden zu wollen. Anfang 2025 nahm Costner seine Verabredungen wieder auf. Aber er hatte eine Regel. Keine Hollywood-Schauspielerinnen. Insidern zufolge suchte er nach einer einfachen Frau. Seine Kumpels versuchten, ihn zu verkuppeln. Er benahm sich wie ein Mann in seinen 20ern. Er hatte keine Lust auf etwas Ernstes. Noch nicht. Er hatte bereits den gesamten Hollywood-Zyklus durchlaufen. Room. Controverse. Scheidung und schließlich Freiheit. Nicht langsamer werden. Kevin Costner ist jetzt 70 Jahre alt. Aber er wird nicht langsamer, sondern schneller. Kevin Costners The West, eine neue Dokumentarserie, wird am 26. Mai 2025 auf dem History Channel ausgestrahlt. Es handelt sich nicht um eine einzelne Episode. Es handelt sich um ein einzigartiges Ereignis mit 2 Episoden zum Auftakt der 8-teiligen Serie. Am darauffolgenden Abend wird eine weitere Folge der Serie ausgestrahlt, bevor sie zu ihrem üblichen Sendeplatz am Montag zurückkehrt. Diese Serie ist einzigartig. Es geht nicht um Cowboys mit schönen Zähnen, die in den Sonnenuntergang reiten. Es geht um Land, Kampf und die brutale Realität, wie der Westen wirklich erobert oder gestohlen wurde. Costner arbeitete mit Doris Kearns Goodwin zusammen, einer mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Historikerin. Große Namen, eine große Geschichte. Und er ist nicht nur der Gastgeber. Er produziert ihn zusammen mit Oscar-Preisträgern. Dies ist kein Projekt für den Ruhestand. Dies ist eine Mission. Aber das ist nur ein Teil dessen, was er tut. Costner arbeitet noch an der Fertigstellung seiner 4-teiligen Filmreihe Horizon. Das erste Kapitel floppte. Bei einem Budget von $100 Millionen wurden nur $38,7 Millionen eingespielt. Es war eine Katastrophe an den Kinokassen. Warner Brothers war besorgt und verschob die Veröffentlichung von Chapter 2. Costner weigerte sich jedoch, zurückzutreten. Bei den Filmfestspielen von Venedig erkannte er, dass der Aufstieg schwieriger wurde. Der Stein ist wieder bergab gefallen, erklärte er, aber ich muss ihn wieder in die Hände bekommen. Was ist mit dem Stein? Das ist Kapitel 3. Er hat bereits $38 Millionen von seinem eigenen Geld ausgegeben. Und jetzt sucht er nach mehr, um nicht nur einen Film zu beenden, sondern beide Kapitel 3 und 4 zusammen im Jahr 2025. Die Chancen stehen gegen ihn, aber das scheint ihn nur weiter anzustacheln. Wenn ich mich zurückgewiesen fühle, wächst meine Sehnsucht, erklärte er. Um all das zu erreichen, hat Costner mehr getan, als nur Drehbücher zu schreiben und Action zu brüllen. Er hat etwas Echtes geschaffen. Im Februar 2024 eröffnete er ein $100 Millionen teures Filmstudio in Utah. 500 Acres davon. Es wird Territory Film Studios genannt. Straßen, Wasser- und Stromleitungen. Das alles wird in der Nähe des St. George Flughafen
Phase 1 umfasst ein 39.000 Quadratmeter großes Lagerhaus, das derzeit für die Dreharbeiten von Horizon genutzt wird. Phase 2, die in Kürze beginnen soll, wird eine 20.000 Quadratmeter große Tonbühne und Büroflächen umfassen. Es wird sogar über ein Restaurant mit Kevin Costner-Thema diskutiert. Wenn alles gesagt und getan ist, könnte das Gebiet mit 30 Vollzeitstellen beginnen und sogar noch weiter wachsen, wenn die Studios anfangen, Räume zu mieten. Hier geht es um mehr als nur einen Film. Costner versucht, ein Vermächtnis zu schaffen. Aber es ist gefährlich. Äußerst gefährlich. Nach dem Misserfolg von Horizon, Chapter 1, litten seine Finanzen. Das Eröffnungswochenende brachte kaum 11 Millionen Dollar ein. Das ist weit weniger, als gefordert wurde. Berichten zufolge finanzierte er den Film, indem er seinen eigenen kalifornischen Besitz mit einer Hypothek belastete. Darunter eine 10-Morgen-Ranch bei Santa Barbara. Einige behaupten, er habe die Warnungen seines Buchhalters ignoriert. Andere behaupten, ihm laufe die Zeit davon. Ende 2024 sind viele, die ihm nahestehen, besorgt. Er hat Sachen verkauft, Geld verschoben und versucht, seinen Traum am Leben zu erhalten. Einer Quelle zufolge ist er auf Gedeih und Verderb tätig. Wenn sich die Umstände nicht verbessern, könnte er noch viel mehr verlieren. Vor seinen späteren Rückschlägen stand er an der Spitze seines Berufs. Erfolgreich zu sein Reise. Im Jahr 1995 war dies ein Novum. Independence Day kostete nur 75 Millionen Dollar. Die Leute begannen, ihn Fishtar und Kevin's Gate zu nennen. Selbst wenn er später mit Heimvideos Geld einnahm, war der Schaden bereits angerichtet. Er war nicht mehr nur ein Filmstar, er war die Witzfigur. Dann folgte das Drama mit dem Regisseur, Kevin Reynolds. Sein ehemaliger Robin Hood-Kumpel verabschiedete sich nach 133 schrecklichen Tagen. Er verabschiedete sich mit einem bösen Zitat. Und genau das hat Costner auch getan. Er stellte den Film allein fertig. Zur gleichen Zeit war seine 16-jährige Ehe in die Brüche gegangen. Manche sagten, sein persönliches Leid habe seine Handlungen auf der Bühne beeinflusst. Die Boulevardpresse schluckte es. Zu allem Überfluss verbreitete sich das Gerücht, Costner habe sich digitale Haare einsetzen lassen, um seinen schütteren Kopf zu verbergen. Er bestritt dies, bezeichnete es als Unsinn und behauptete, er habe nie gearbeitet, wenn er high oder betrunken war. Aber die Gerüchte hielten sich hartnäckig. Sie spotteten über ihn. Sie behaupteten, er sei eitel. Sie behaupteten, er sei hard. Das wurde Teil des Diven-Images, das er nicht ablegen konnte. 2 Jahre später versuchte er es erneut mit The Postman. Er floppte sogar noch mehr. Der Film wurde mit Razzie Awards für den schlechtesten Film, den schlechtesten Schauspieler und den schlechtesten Regisseur ausgezeichnet. Er wurde für jede Kategorie nominiert und gewann sie alle. Das hatte es noch nie gegeben. 1998 waren die Kritiker nicht nur seiner überdrüssig, sie wollten ihn loswerden. Dennoch wollte er nicht aufgeben. Im Jahr 2003 kehrte er mit offenem Visier zurück. Keine Explosionen, keine Gimmicks. Einfach ein Western der alten Schule mit Herz. Er führte Regie und spielte zusammen mit Robert Duvall in diesem Film. Er kostete 26 Millionen Dollar und spielte weltweit mehr als 68 Millionen Dollar ein. Er hat sich selbst aufs Spiel gesetzt. Und dieses Mal hat es funktioniert. Dan, im Jahr 2007, verblüffte er alle. In Mr. Brooks hat er keinen Cowboy gespielt. Nicht ein Held. Es war dunkel. Es war beunruhigend. Und das war eine der besten Sachen, die er je gemacht hat. Er nutzte sein Gutmenschen-Image, um dir Angst zu machen. Es funktioniert. Bis 2012 hat er Emmys gewonnen. Der Film von Hatfield und McCoy war rau, bösartig und realistisch. Costner hätte die Rolle beinahe nicht angenommen. Er hat 3-mal Nein gesagt, aber als er es tat, war das Ergebnis erstaunlich. Mehr als 14 Millionen Menschen sahen die Premiere. Er gewann den Preis als bester Schauspieler und erinnerte Hollywood daran, warum sie ihn überhaupt verehrt haben. Er machte weiter. Im Jahr 2016, während der Dreharbeiten zu Hidden Figures, litt er unter unerträglichen Beschwerden durch Nierensteine. Er hat es mit Morphium durchgestanden. Er hat nicht einen Tag ausgelassen. Nicht eine. Selbst als die Qualen blaue Flecken an seinen Armen verursachten, krempelte er einfach die Ärmel hoch und filmte weiter. Als nächstes kam Yellowstone. Eine Reise nach Hollywood. Für Der mit dem Wolf tanzt studierte er 9 Monate lang Lakota Sioux. Mehr als nur ein paar Worte hier und da. Er arbeitete wirklich mit indianischen Beratern zusammen und verlangte,
dass etwa 1/3 des Films in korrekter Lakota-Sprache gedreht werden sollte. Dieser riskante Schritt machte die Studios nervös. 2 von ihnen lehnten den Film ab. Doch Orion Pictures ergriff die Chance. Costner engagierte Doris Leader-Charge, eine 60-jährige Lakota-Lehrerin, um das Drehbuch zu interpretieren und die gesamte Gruppe 6 Monate lang zu coachen. Sie behauptete, in diesem halben Jahr mehr verdient zu haben, als sie jemals als Lehrerin im Rosebud-Reservat verdient hat. Trotz all dieser Bemühungen lachten einige indigene Zuschauer, als sie das Video sahen. Russell Means, ein Aktivist der Oglala Lakota, bemerkte, dass mehrere der männlichen Figuren, darunter Costner, die weibliche Sprache der Lakota sprachen. Nichtsdestotrotz war dies eines der ersten Male, dass eine indigene Sprache so viel Leinwandzeit in einem Hollywood-Film hatte. Die Leute haben es bemerkt. Als Der mit dem Wolf tanzt 1991 einen Oscar gewann, schockierte dies Hollywood. Am 25. März wurde er vor über 43 Millionen Zuschauern mit 7 von 12 nominierten Oscars ausgezeichnet. Costner gewann den Preis für die beste Regie und war damit erst der 6. Filmemacher in der Geschichte, dem dies bei einem Debütfilm gelang. Außerdem war er für den besten Schauspieler nominiert. Der Film schnitt besser ab als Scorseses Goodfellas, und viele Kritiker bezweifeln immer noch, dass dies fair war. Doch die Academy entschied sich offensichtlich für das mitreißende Grenzland-Epos und nicht für den düsteren Mafia-Klassiker. Als Costner mit seinem Oscar auf der Bühne stand, erklärte er habe sich nicht getraut. Die Konsequenz war jedoch unbestreitbar. Der mit dem Wolf tanzt war der erste Western, der seit 60 Jahren den besten Film gewann. Costner ließ sich nicht unterkriegen. Nur wenige Tage nach der Fertigstellung von Der mit dem Wolf tanzt, begann er mit der Arbeit an Robin Hood, Prince der Diebe. Er hatte wenig Zeit, sich zu entspannen. Wegen des knappen Zeitrahmens verzichtete er auf Stunt-Doubles und führte den Großteil der Action allein durch. Er erklomm Burgmauern, sprang über Gräben und verletzte sich dabei sogar an der Schulter. Ein gewagter Versuch bestand darin, sich mit einem Katapult über eine 10 Meter hohe Mauer zu katapultieren. Dazu mussten sie die Physik bis auf das Kilogramm genau berechnen. Etwa 5000 Pfund Kraft sind nötig, um es richtig zu machen. Eines Tages am Set in Frankreich bot ein Stuntman an, zwischen den Aufnahmen magische Pilze zu suchen. Costner winkte ab, vor allem, weil bald eine Schwertkampfszene anstand. Nick, hast du Pilze gegessen? Wir werden in einer Stunde die Schwerter schwingen, verkündete er. In der Zwischenzeit dröhnten immer wieder Düsenflugzeuge über dem Flughafen Heathrow, was die Aufnahmen störte und sie zwang, die mühsamen Burgaufstiege mehrmals zu wiederholen. Dann kam JFK. Es war nicht einfach eine weitere Rolle. Es war ein Kampf. Costner spielte Jim Garrison, den Staatsanwalt von New Orleans, der eine Verschwörung bei der Ermordung Kennedys vermutete. Oliver Stone, der Regisseur, nahm kein Blatt vor den Mund. In dem Video wird behauptet, dass die CIA, das FBI, das Militär und sogar der Vizepräsident daran beteiligt gewesen sein könnten. Es sorgte bereits Monate vor seiner Veröffentlichung für Aufregung. Journalisten, Historiker und Regierungsbeamte hielten es für riskant. Aber Costner weigerte sich, einen Rückzieher zu machen. Er sagte dem Time Magazine, dass er sich allein durch das Stellen der Fragen befreit fühle. Jede Debatte darüber, was die Wahrheit sein könnte, kann uns nur freier machen, argumentierte er. Bei seinem Auftritt ging es nicht darum, Garrison zu beweisen, dass er recht hat. Es ging darum, das Publikum dazu zu bringen, ihn ernst zu nehmen. Und es hat funktioniert. Nach der Premiere des Films im Dezember 1991 verabschiedete die Regierung der Vereinigten Staaten 1992 ein Gesetz, mit dem geheime JFK-Akten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Aber die vielleicht beste Entscheidung seiner Karriere traf Costner 1992 mit The Bodyguard. Er hätte eine Gage von $10 Millionen im Voraus akzeptieren können. Stattdessen wettete er auf den Erfolg des Films und verlangte einen Anteil an den Erlösen. Außerdem wartete er ein Jahr, bis Whitney Houstons Terminkalender frei war, da er glaubte, sie sei die richtige Besetzung für die Rolle. Und er hatte recht. Der Film kam am 25. November 1992 in die Kinos, am selben Tag wie Disneys Aladdin, und spielte an seinem ersten Wochenende $16,6 Millionen ein. Er spielte weltweit $410,9 Millionen ein.
Allein in Japan spielte er mehr als 21 Millionen Dollar ein und war damit der größte Erfolg von Warner Brothers. Costners Einnahmen aus den Einspielergebnissen und den Tantiemen für die Musik beliefen sich auf mehr als 20 Millionen Dollar, vielleicht sogar 30 Millionen Dollar. Der Soundtrack, zu dem auch Houstons berühmter Song I Will Always Love You gehört, verkaufte sich mehr als 50 Millionen Mal. Bei der Grammy-Verleihung wurde er als Album des Jahres ausgezeichnet. Costners Wette hatte sich ausgezahlt. Zweimal. Einmal in Geld. Und wieder im Erbe. Kevin Costner war einst der König von Hollywood. Doch 1994 begann alles zu scheitern. Es begann mit Waterworld, einem Film, der sein großer Hit hätte werden sollen. Stattdessen wurde er zu einem Albtraum. Während der Dreharbeiten wurde das Set auf Hawaii von einem Hurrikan heimgesucht. Nicht nur etwas Regen. Er zerstörte eine schwimmende Anlage im Wert von 5 Millionen Dollar. Und das war noch nicht das teuerste. Die erste Anlage, das sogenannte Atoll, kostete 22 Millionen Dollar, war eine Viertelmeile breit und wog mehr als 1000 Tonnen. Man musste Stahl aus Kalifornien herbeischaffen, da Hawaii kein Meer hatte. Die Menschen wären fast ertrunken. Seine Co-Stars wurden von einem Boot gestoßen. Costner wäre beinahe umgekommen, als er an einem Mast festgebunden war. Der Stunt-Koordinator litt an Kompressionskrankheit und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Budget stieg in die Höhe. Es begann mit 65 Millionen Dollar, wurde dann auf 100 Millionen Dollar, 135 Millionen Dollar und schließlich 175 Millionen Dollar erhöht. Mit 60 Millionen Dollar für das Marketing wurde der Film zu einer 235 Millionen Dollar Wette. Der Kampf um den Ruhm. In den späten 1970er Jahren, als er mittellos und ohne finanzielle Mittel war, nahm er eine Rolle in einem Low-Budget-Film mit dem Titel Sizzle Beach, USA an. Obwohl der Film erst 1981 in die Kinos kam, bedauerte Costner ihn schon damals. Der Film enthielt einen zarten Kern. Und als Costner eine der persönlicheren Sequenzen des Films drehte, spürte er, wie etwas in ihm zerbrach. Unabhängig davon, wie lange er auf einen tatsächlichen Job warten musste, traf er in diesem Moment die Entscheidung, dass er nie wieder an so etwas teilnehmen würde. Für diese Entscheidung musste er einen Preis zahlen. Fast 6 Jahre lang arbeitete er sehr wenig und begnügte sich mit ein paar Nebenjobs und Teilzeitbeschäftigungen. Um zu verhindern, dass der Film jemals von jemandem gesehen wird, versuchte er sogar, die Rechte an dem Film zu einem späteren Zeitpunkt zu erwerben. Der Verleiher lehnte jedoch ab. Und als er berühmt wurde, brachte man den Film erneut heraus und versuchte, unter seinem Namen Eintrittskarten zu verkaufen. Sein Leben änderte sich nicht, obwohl er in einigen Rollen zu sehen war. In dem Film The Big Chill spielte er die Rolle eines Mannes, der nicht mehr weiterleben wollte. Nach dem Tod seiner Figur kamen die anderen Charaktere wieder zusammen. Alle Rückblendungsszenen, die wirklich bewegend und eindrucksvoll waren, wurden von ihm gedreht. Daraufhin hat der Regisseur das Ganze abgebrochen. Alle Szenen wurden entfernt. Übrig blieb nur die Aufnahme seines leblosen Körpers, die zu Beginn des Films gemacht wurde. Es ist nur ein Gesicht, es gibt keine Zeilen. Also gibt es auch keinen Kredit. Sein großer Durchbruch sollte in diesem Moment kommen. Im Gegenteil, es war eine weitere Tür, die ohne jede Vorwarnung zugeschlagen wurde. Und so schuftete er weiter. Es gab eine Nebenrolle in Francis, ein leicht zu vergessendes Gesicht in einer Werbung für Apple Lisa und ein paar weitere Kurzfilme, die sich niemand ansah. Im Grunde genommen hatte er gearbeitet, aber er bewegte sich nicht. Keiner der Castingdirektoren konnte sich an seinen Namen erinnern. Er hatte das Gefühl, unsichtbar zu sein. In einer späteren Aussage beschrieb er, wie es ihm vorkam, als sei er jeden Tag das neue Kind in der Schule. Da seine Familie in seiner Jugend häufig umgezogen war, fühlte er sich auch nach seiner Ankunft in Hollywood weiterhin isoliert. Trotzdem machte er weiter. Er hatte einen Traum. Es war ein Warten. Dann begann das Telefon zu klingeln. Der Regisseur Lawrence Kasdan, der ihn zuvor aus seiner Rolle in The Big Chill entlassen hatte, war derjenige, dem es leid tat. Auch wenn niemand sonst die Gelegenheit hatte, sich davon zu überzeugen. So erinnerte er sich doch daran, wie unglaublich talentiert Costner gewesen war. Also beschloss er, ihm eine zweite Chance zu geben. Eine echte Chance. Er bot ihm die Möglichkeit, eine Rolle in Silverado zu spielen. Nicht irgendeine Rolle, sondern eine, in der Costner endlich zeigen konnte, wozu er fähig war. Es war erfolgreich. Wenn es um Energie ging, war Costner charmant,
humorvoll und voller Energie. Die Menschen wurden sich dessen bewusst. Sie waren in der Lage, sich im ersten Moment an ihn zu erinnern. Dieses Bild eröffnete neue Wege. Eine Tür, die 1987 zu The Untouchables führte, war eine dieser Türen. Große finanzielle Ressourcen. Berühmte Menschen. Außerdem konnte sich Costner die Hauptrolle sichern. Seine Auswahl hatte für das Studio nicht die höchste Priorität. Das Gegenteil ist der Fall. Harrison Ford ist verstorben. Mel Gibson und Jack Nicholson haben den gleichen Fehler gemacht. Steven Spielberg, der zuvor mit Kevin Costner zusammengearbeitet hatte, befürwortete ihn hingegen. Dieser Mensch wird es zu etwas bringen, versicherte er dem Regisseur. Er hatte in der Tat recht. Robert De Niro und Sean Connery waren die Schauspieler, mit denen Costner zusammenspielte. Er konnte sich gut behaupten. Der Film spielte mehr als 100 Millionen Dollar ein. Plötzlich war Costner nicht mehr nur ein Schauspieler, der in Schwierigkeiten steckte. Er war eine Berühmtheit. Andererseits ruhte er sich nicht aus, um sich zu freuen. Danach ging er zu Bull Durham über. Außerdem war er nicht nur an der Schauspielerei interessiert. Er wollte, dass es legitim ist. Während der Dreharbeiten bestand er darauf, dass der Regisseur ihn beim Baseballspielen beobachtete. Er war es, der auftrat. Zwischen den beiden Seiten der Platte schlug er einen Hit. Und er warf. Er entkam. Er bewies, dass er dazu in der Lage war. Der Film wurde dann von ihm getragen. Die Studios waren der Meinung, dass ein Baseballfilm nicht erfolgreich sein würde. Costner hat sie eines Besseren belehrt. Mehr als 50 Millionen Dollar wurden mit dem Film eingenommen. Und die Kritiker lobten ihn. Danach arbeitete er an dem Film Feld der Träume. Ein gruseliger Film über einen Bauern, der in einem Maisfeld Stimmen hört. Der Film ist ruhig und seltsam. Wenn du es bauen würdest, würde er kommen. Diese Aussage hat sich schließlich in der Kultur der Vereinigten Staaten verankert. Der Film spielte weltweit fast 85 Millionen Dollar ein. Er wurde für einen Academy Award nominiert. Heutzutage wird er immer wieder zitiert. Es ging um mehr als nur ums Geldverdienen. Dadurch wurden Erinnerungen geschaffen. 1990 wünschte sich Costner eine Karriere, die über die Schauspielerei hinausging. Um Filme zu produzieren, die ihm am Herzen liegen, gründete er TIG Productions. Dances with Wolves war der erste Film, der veröffentlicht wurde. Er war zu lang, entschieden die Studios. Es ist zu gefährlich. Es ist einfach seltsam. Sie wiesen ihn an, die Teile zu entfernen, die die Sprache der amerikanischen Ureinwohner enthielten. Es war eine negative Antwort. Sie hatten ihn angewiesen, das Budget zu kürzen. Es war eine negative Antwort. Er brachte sein persönliches Geld in das Projekt ein, eine große Menge davon. Es hatte das Potenzial, ihn zu zerstören. Stattdessen wurde der Film mit 7 Oscars ausgezeichnet und spielte mehr als 400 Millionen Dollar ein. Aber er machte weiter. Er schloss sich Whitney Houston bei der Produktion von The Bodyguard an. Einmal mehr ein Glücksspiel. Ein weiterer Erfolg. Mehr als 400 Millionen Dollar Einnahmen an den Kinokassen. Und der Soundtrack wurde schließlich zum erfolgreichsten Filmsoundtrack aller Zeiten, was die Verkaufszahlen angeht. Einige Jahre später, als niemand mehr an ein Projekt namens Horizon glaubte, nahm er es noch einmal in Angriff, um es zu finanzieren. Nahm er eine Hypothek auf sein Traumhaus auf. Dies ist die gleiche Mentalität. Die Gefahr ist die gleiche. Das gleiche Herz. Auch aus demselben Grund. Weil Kevin Costner nicht auf eine Genehmigung wartet, bevor er eine Geschichte erzählt. Er konstruiert sie einfach. Kevin Costner war nicht nur ein Schauspieler. Es war ein voller Einsatz. Kampf um Erfolg. Noch vor Kevins Geburt wurde die Familie von einem schrecklichen Erlebnis heimgesucht. Leider verstarb sein mittleres Geschwisterchen bei der Geburt. Daher waren Kevin und sein älterer Bruder Dan die einzigen verbliebenen Geschwister. In seiner Familiengeschichte finden sich Vorfahren aus einer Vielzahl von Ländern, darunter Deutschland, England, Irland, Schottland, Wales und sogar Cherokee. Da sie gläubige Baptisten waren, verlief ihr Leben geradlinig und zuweilen sogar herausfordernd. Jeder, der den schüchternen jungen Mann damals ansah, konnte nicht ahnen, dass er eines Tages einer der berühmtesten Schauspieler Hollywoods werden würde. Kevins Kindheit war nicht friedlich. Aufgrund des Berufs seines Vaters zog seine Familie häufig um. Er besuchte Schulen in verschiedenen Städten, darunter Compton, Ventura und Visalia, und befand sich oft in der Situation, das neue Kind zu sein. Es war nicht einfach, neue Freunde zu finden. Dadurch wurde er ängstlich und unsicher. Doch anstatt sich aufzugeben, begann er.
über die Situation zu fantasieren. Musik und Poesie waren für ihn eine Quelle des Trostes. Er sang nicht nur im Kirchenchor, sondern schrieb auch weiterhin Privatgedichte, die er jedoch nie jemandem vorlegte. Die akademische Erfahrung hinterließ keinen großen Eindruck, aber etwas anderes schon. How the West Was One war ein Film, den er im Alter von 7 Jahren sah. Das hat ihn sehr getroffen. Ein gewisser Aspekt der weiten offenen Grenze, die Unverfälschtheit von allem, blieb in seinem Herzen. Dieser Film hat in ihm einen Samen gesät, von dem er nicht ahnte, dass er die Geschichten hervorbringen würde, die er eines Tages auf der Leinwand zum Leben erwecken würde. Kevin hingegen hatte zunächst eine ganz andere Sorge. Als er die Highschool abschloss, war er gerade einmal 1,7 m groß. Aufgrund seiner bescheidenen Größe war er darüber beunruhigt. Als er seine Mutter fragte, ob er jemals wachsen würde, antwortete sie, »Ich schwöre, du wirst wachsen, Schatz.« Er fragte seine Mutter einmal, ob er jemals wachsen würde. Sie hatte absolut recht. Im Laufe der folgenden Jahre wuchs er um 11 Zoll und erreichte eine Größe von 6 Fuß und 1 Zoll. Dies wird von Medizinern als Aufholwachstum bezeichnet und ist recht ungewöhnlich. Allerdings war er schon vor seinem Höhenflug ein anspruchsvoller Mensch. Als er in der Highschool war, nahm er an Wettkämpfen in Basketball, Football und Baseball teil und konnte sich gegen viel größere Kinder behaupten. Dennis Byrd, einer seiner Baseballkollegen, schaffte es sogar bis in die Profiklasse des Spiels, auch wenn Kevin sein Ziel, ein Sport-Superstar zu werden, nicht erreicht hat. Hat er nie seine Kraft und seinen Kampfgeist verloren. Im Jahr 1973, unmittelbar nach seinem Schulabschluss, unternahm Kevin eine waghalsige Aktion. Er war von der Lewis und Clark-Expedition so fasziniert, dass er beschloss, in ihre Fußstapfen zu treten. Er konstruierte auf eigene Faust ein Boot. Obwohl es nicht schön war, war es erfolgreich. Er legte es in ein Fahrzeug, das sich in schlechtem Zustand befand, und machte sich dann auf den Weg. Im Laufe seiner Reise las er »Bury my heart at Wounded Knee under the stars«, während er auf Flüssen paddelte und in abgelegenen Gegenden zeltete. Dieses Buch war es, das ihn erschütterte. Die erschütternde Realität dessen, was die amerikanischen Ureinwohner durchgemacht haben, hat ihn zutiefst berührt. Beim Lesen brach er Abend für Abend in Tränen aus. Während dieser Reise ging es nicht nur um die Geschichte. Dies veränderte seine Sicht auf die Welt. Die Art und Weise, wie er in Zukunft Geschichten erzählen würde, wurde davon beeinflusst. Insbesondere in Filmen wie Der mit dem Wolf tanzt. Dieser Sommer verwandelte ihn in einen Menschen, der sich sehr für die Vergangenheit interessierte und den starken Wunsch hatte, den Menschen eine Stimme zu geben, die zum Schweigen gebracht worden waren. Nachdem einige Jahre vergangen waren, ereignete sich etwas, das die meisten Menschen nicht glauben würden, wenn es nicht direkt in ein Filmdrehbuch geschrieben worden wäre. Im Jahr 1978 war Kevin gerade frisch, verheiratet und befand sich mit seiner neuen Braut auf dem Rückweg von Mexiko. Richard Burton, der weithin als einer der talentiertesten Schauspieler der Geschichte gilt, saß im selben Flugzeug wie die anderen Passagiere. Trotz der Tatsache, dass Burton alle Plätze um ihn herum gekauft hatte, machte sich Kevin auf den Weg zu mir. Ich wartete schweigend und fragte ihn dann, ob er sich kurz mit mir unterhalten könne. Kevin erzählte Burton dann etwas, was er nicht einmal seiner Frau gesagt hatte, als Burton die Augen öffnete. Er liebte die Schauspielerei, aber er wollte nicht, dass sein Leben mit einer Menge Drama gefüllt wird. Mit einem Blick auf ihn sagte Burton, »Du hast sehr grüne Augen. Meine Augen haben eine grüne Farbe. Ich glaube, dass es dir gut gehen wird.« Es war dieser kurze und merkwürdige Moment, den Kevin nicht vergessen kann. In dem Moment, als ihr Flugzeug landete, fuhr Burtons Limousine neben Kevin und seiner Frau vor, die auf ein günstiges Busticket warteten. Burton kurbelte das Fenster herunter und wünschte ihm dann viel Glück. Ja, das war's. In diesem einen Augenblick war alles anders. Nur einen Monat nach Antritt seiner Stelle im Marketing beschloss Kevin zu gehen. Um über die Runden zu kommen, begann er, nächtliche Schauspielkurse zu besuchen und nahm zusätzlich Gelegenheitsjobs an. Die Arbeit auf Fischerbooten, das Fahren von Lastwagen und sogar Bustouren zu den Wohnsitzen von Prominenten sind alles Beispiele für solche Jobs. Er war nicht einmal annähernd berühmt, aber er hatte einen Funken der Inspiration in sich. Er hatte nichts von alledem, Geld, Kontakte oder einen klaren Weg. Andererseits hatte er einen Punkt, der wichtiger war als all das. Er war ein gläubiger Mensch. Der Beginn von Kevin Costners Karriere begann nicht mit roten Teppichen und fetten Gagen. Ein Film, von dem er sich später wünscht,
Er wäre nie gedreht worden. War der Beginn seiner Karriere. Kevin Costner ist eine Legende, aber selbst Legenden fallen schwer. Das neueste Kapitel in seinem Leben ist nicht Teil eines Drehbuchs. Es ist roh, es ist echt und es ist etwas, das kein Fan kommen sah. Glauben Sie, dass Costner sich davon erholen kann? Oder ist dies das Ende seiner goldenen Karriere? Schreiben Sie Ihre ehrliche Meinung in die Kommentare. Wenn Sie dieses Update überrascht hat, mögen Sie dieses Video, um Ihre Unterstützung zu zeigen. Teilen Sie es mit einem anderen Costner-Fan und abonnieren Sie es, damit Sie nie verpassen, was hinter Hollywoods Samtvorhang passiert.